Mit diesen Beweisen, dass Jeffrey Epstein und Prince Andrew miteinander identisch sind, habt ihr zugleich den größten Beweis dafür gesehen, dass diese ganzen Storys mit den Kinderhandel-Sexringen und den Sexorgien auf der Epstein-Insel nur gefaked sein können. Allein an der Tatsache, dass da in diesen Epstein-Files haufenweise Namen von Promis zu lesen sind und ja, ihr wisst ja, ne, alle berühmten Stars und Politiker werden von Adeligen gespielt. Und deswegen macht allein diese Tatsache deutlich, diese ganzen Storys sind, sobald sie mit irgendeiner berühmten Persönlichkeit oder vor allem mit Epstein zu tun haben, genauso ein schlechtes Schauspiel wie der ganze Kostümball der Adeligen in Politik und Starwelt. Denn all diese Promis und auch Epstein selbst sind Fake-Identitäten von Adeligen und diese Adeligen sind wiederum Schauspieler, und zwar Schauspieler, die uns gezielt Lügen vorspielen. So, und falls du das nicht glaubst, empfehle ich dir, dich nochmal etwas ausführlicher mit meinem YouTube-Kanal zu beschäftigen, denn ich habe in den 5,5 Jahren, seit denen ich diese Videos erstelle, haufenweise objektive Beweise für meinen Anspruch geliefert, dass alle Promis Fake-Identitäten von Adeligen sind. Ausnahmslos. Aber wenn es jetzt speziell um den Beweis dafür geht, dass diese Kinderhandelsgeschichten um Epstein nur vom Adel erfundene Lügen sind, dann wiederhole ich dazu jetzt nochmal, dass sich jetzt herausgestellt hat, dass Prince Andrew, der berühmteste Epstein-Kunde, selber den Jeffrey Epstein gespielt hat. Das untermauert dieses Vorsimulieren, das ich da unterstellen muss, sehr stark. Denn aus dieser Doppelrolle von Andrew ergibt sich, Prinz Andrew kann im Namen des Adels selber bestimmen, in welche Richtung sich diese ganze Shitstory entwickelt oder besser gesagt, in welche Richtung er die Wahrheitssuchenden damit lenken will. Die Adeligen täuschen diese ganzen Sachen vor, um die Narrative zu bestimmen, in denen Wahrheitssuchende denken. Zum Beispiel konnte Prinz Andrew selber die Shitstory in die Welt setzen, dass er wegen seiner Rückgriffe auf Epsteins Vergnügungsangebote verhaftet wurde und dann doch auf Bewährung wieder freikam. Naja, also vielleicht war der Sinn dahinter, den Wahrheitssuchenden zunächst Hoffnung zu machen, dass die Elite durch diese Epstein-Geschichte endlich in der Tat aufgeflogen ist und jetzt die ersten Verhaftungen schon stattfinden. Aber dann wollten die Adeligen wohl doch wieder die Gemüter der Hoffenden dadurch erregen, dass Andrew unter Auflagen wieder freikam. Ein weiterer Sinn, warum die Adeligen ein so starkes Interesse daran haben, uns vorzuspielen, dass die uns versklavene Elite Pädophilie und Sexorgien betreibt, besteht natürlich darin, möglichst viele Wahrheitssuchende in die QAnon-Psyop zu verführen. Denn nicht umsonst werden genau in dieser Psyop diverse Lügen verbreitet, wie zum Beispiel, dass das Militär Babys aus irgendwelchen Tunneln rettet und so weiter und so fort. Jetzt möchte ich noch einfach mal die Frage in den Raum schmeißen, für wie glaubwürdig ihr es haltet, dass verkleidete Fake-Identitäten kleine Kinder vergewaltigen. Also ich meine, so eine Verkleidung würde bei so einer Vergewaltigung doch ganz schön stören, oder nicht? Und es würde bei solchen Orgien unter den Opfern dann doch auch ganz viele Zeugen geben, die alle feststellen würden, dass diese Promis, von denen sie vergewaltigt wurden, in Wahrheit nur Adelige mit Latex und Masken sind. Und wenn die QAnon-Gläubigen jetzt sagen, ja, man lässt die Opfer ja alle
spurlos verschwinden und die kriegen nie die Möglichkeit vor der Polizei oder in der Öffentlichkeit auszusagen. Also wenn dem so ist, warum findet man dann solche Artikel, in denen angebliche Opfer von Epsteins Sexringen von ihren Erfahrungen berichten, sogar auf absolut systemtreuen Mainstream-Seiten wie dem Tagesspiegel? Also der Tagesspiegel, der ist ja sozusagen mit der Tagesschau gleichzusetzen. Ja, was lesen wir da in der Headline? Es gefiel ihm, dass wir wie erstarrt und verängstigt waren. Frauen berichten von traumatischen Erfahrungen mit Jeffrey Epstein. Ja, warum verbreitet der Tagesspiegel sowas und solche Augenzeugen und solche Erfahrungsberichte? Könnte das vielleicht damit zusammenhängen, dass der Mainstream dieses Narrativ verbreiten will, weil die Elite es halt verbreiten will, um uns einen Furz ins Hirn zu setzen? Um meine Argumentation jetzt noch klarer zu machen, komme ich mal zu einem anderen angeblichen prominenten Sexualstraftäter, nämlich zum ehemaligen Filmregisseur Harvey Weinstein, der haufenweise weibliche Hollywood-Stars sexuell belästigt haben soll. Ich habe da mal Grok, die KI, auf X gefragt und Grok antwortete mir, über 80 bis 100 Frauen, in diesem Falle weibliche Hollywood-Stars, ne, weil ich habe ja jetzt nur nach den weiblichen Hollywood-Stars gefragt und nicht nach Frauen im Allgemeinen. Über 80 bis 100 Frauen haben ihn, Harvey Weinstein, insgesamt des sexuellen Missbrauchs, der Belästigung oder Vergewaltigung beschuldigt. Ihr könnt euch die von Grok ausgespuckte Namensliste dieser prominenten Weinstein-Hollywood-Opfer ja mal selber anschauen, wenn ihr wollt, indem ihr das Video zum Beispiel pausiert. Ich selber habe da jetzt keinen Bock drauf einzugehen, welche weiblichen Filmstars jetzt konkret die Opfer waren, sondern ich möchte einfach mal die Frage stellen, für wie realistisch haltet ihr es, dass ein verkleideter Prinz 80 bis 100 verkleidete Prinzessinnen oder Königinnen vergewaltigt, die in ihren Verkleidungen jeweils Hollywood-Stars spielen? Ja, ist eben nicht realistisch, genau. Ganz nebenbei erwähnt wird dieser Harvey Weinstein übrigens von Prinz Albert von Monaco gespielt. Und es ist aus Gründen der Forschung, die ich bezüglich der Actor-Based Reality betreibe, vorauszusetzen, dass auch all seine angeblichen Missbrauchsopfer, also die 80 bis 100 Hollywood-Stars, von Adeligen gespielt werden, da nämlich grundsätzlich alle Promis Fake-Identitäten von Adeligen sind. Und die Moral von der Geschichte: entweder ihr glaubt an die blaublütige Actor-Based Reality oder ihr glaubt an die Epstein-Shit-Story, die voraussetzt, dass Epstein und alle Stars wirklich reale Personen sind. Es ist nicht möglich, die Erkenntnisse aus der Actor-Based Reality mit den offiziellen Narrativen aus dem Epstein-Fall in Übereinstimmung zu bringen. Beides steht in permanentem Widerspruch zueinander. Man kann entweder nur das eine glauben oder das andere. Und das war es dann jetzt auch schon von mir. Tschüss, euer Somnidelius Solertius.